Sehr schön. Ich freue mich, dass wir den Tag auch heute wieder gemeinsam beginnen können. Ich bin schon sehr gespannt, was wir alles lernen werden. Es war uns ein Anliegen, dass wir auch gerade dieses Thema, das uns heute um 9 in der Früh jetzt begegnet, also die Frage, wie bringe ich denn jetzt nun Gehorsam bei, dass wir dieses Thema auch beleuchten, weil dazu gibt es ja immer ganz unterschiedliche Zugänge. Dementsprechend freue ich mich auch auf das, was wir jetzt hören werden. Bevor wir damit starten, lade ich euch auch ein, dass wir gemeinsam das Lied Nummer 76 aufschlagen und das singen. Es ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber ich bin mir sicher, wir werden es gut lernen. Ich lade euch ein, dass wir dazu aufstehen und danach dürft ihr stehen bleiben, damit wir noch gemeinsam kurz beten. Vater im Himmel, du bist unser Licht, du bist unsere Quelle des Lebens. Wir freuen uns, dass wir, egal wo wir gerade im Leben stehen, dass wir immer zu dir aufschauen können, dass wir uns in all den Herausforderungen, die uns begegnen, ob sie zu Hause in der Familie sind oder bei der Arbeit mit Kindern, bei der Arbeit mit Kollegen, du schenkst uns Geduld, du schenkst uns Weisheit und du schenkst uns auch Kreativität, um immer wieder zu überlegen und nachzudenken, wie wir dir ein Stück ähnlicher werden dürfen. Wir danken dir dafür und wir bitten dich auch, dass du uns jetzt viel Konzentration schenkst, um das, was wir hören, auch gut aufnehmen zu können und offene Herzen, um offen damit umzugehen. Amen. Well, it's nice to see such a large group here this morning. Es ist schön, dass wir heute Morgen schon so viele Leute hier sind.
This is my favorite topic. Das ist mein Lieblingsthema. We're going to be talking about willing obedience. Wir sprechen heute über bereitwilligen Gehorsam. And some people have said it's an oxymoron. Und manche Leute haben schon gesagt, das ist ein Oxymoron. But I hope after today's message that you will say, I can do this. Aber ich hoffe, dass ihr nach dem Vortrag heute Morgen sagen werdet, das schaffe ich. I first learned about being a little creative when Kevin was 8 years of age. Das erste Mal, dass ich etwas darüber gelernt habe, dass man als Elternteil auch ein bisschen kreativ sein muss, war, als Kevin 8 Jahre alt war. The girls had already left for school with their daddy. Die Mädchen waren schon mit ihrem Papa auf dem Weg zur Schule. I asked Kevin, please help me out, Kevin, to clean up some things. Und ich habe den Kevin gebeten, bitte Kevin, hilf mir ein bisschen beim Aufräumen. I said, we have 20 minutes before we have to leave for school, and I really need your help. Ich habe ihm gesagt, wir haben noch 20 Minuten, bis wir uns zur Schule aufmachen müssen und ich brauche deine Hilfe wirklich. And Kevin looked around, Und Kevin hat sich umgeschaut and he realized I really did need his help. und es ist ihm aufgefallen, dass ich seine Hilfe wirklich brauchte. So he said, okay, Mom, I'll help you. Und dann hat er gesagt, okay Mama, ich helfe dir. How much will you give me? Wie viel gibst du mir? Well, I didn't feel like nickel and diming it at that point in the day. Und damals wollte ich das also noch nicht mit Geld bezahlen. So I said, okay, Kevin, for everything you do for me, you are so lucky. I am going to give you a hug. Oh, du hast heute wirklich Glück, Kevin. Für alles, was du tust, werde ich dich festdrücken. And he shook his head and he said, but Mom, that's not enough. Und dann hat er den Kopf geschüttelt und hat gesagt, aber Mama, das ist nicht genug. So I said, okay, for everything you do for me, I'll not only give you a hug, but I'm also going to give you a kiss. Okay, habe ich gesagt, ich werde dir für alles, was du tust, nicht nur dir eine Umarmung geben, sondern ich werde dir auch einen Kuss geben. Once more, his jaw dropped and a sad look came on his face. Und wieder hat er traurig geschaut und der Unterkiefer ging runter. But Mommy, that's not enough either. Aber Mama, das ist auch noch nicht genug. Well, I said, you're a lucky boy because everything you do for me, I'm not only going to give you a hug and a kiss, but I'm also going to give you, and at that moment in my mind, I had no idea what I was going to say next. Und ich habe ihm dann gesagt, na, du hast heute wirklich Glück, weil ich werde dir für alles, was du tust, nicht nur eine Umarmung geben und einen Kuss, sondern auch, und in diesem Moment hatte ich noch keine Ahnung, was ich als nächstes sagen würde. So I'm going to give you a hug and a kiss and a kick in the pants. Und ich werde dir also eine Umarmung geben und einen Kuss und ich werde dir einen Tritt in die Hose geben, auf den Hintern. Once again, I had his attention. Da hatte ich seine Aufmerksamkeit wieder. And he hesitated for a few seconds. Er hat ein paar Sekunden gezögert, thought about the deal that I was offering him. hat über die Zahlung nachgedacht, die ich ihm angeboten habe. And he said, I'll take it. Und dann hat er gesagt, okay, abgemacht. I think he didn't want me to go in that direction anymore. Wahrscheinlich wollte er nicht, dass ich noch weiter in diese Richtung gehe. So he said, Mom, tell me what to do. Dann hat er gesagt, Mama, sag mir, was ich tun soll. And so I said, Kevin, run into your bedroom and make your bed. Ich habe ihm gesagt, Kevin, geh schnell in dein Zimmer und mach dein Bett. With energy that I had not seen before, he ran into his room and made his bed. Und mit einer Energie, die ich so bei ihm noch gar nicht gesehen hatte vorher, lief er in sein Zimmer und hat sein Bett gemacht.
And he came running back out to where I was. Dann ist er wieder herausgelaufen gekommen zu mir. And he said, Mom, give it to me. Und dann hat er gesagt, Mama, gib's mir. I reached over, gave him a hug and a kiss, and then with my foot I just tapped his behind. Und ich habe mich also zu ihm vorgelegt, habe ihn gedrückt und ihm einen Kuss gegeben. Und dann habe ich mit meinem Fuß einfach so sein He Hinterteil squirmed. berührt. He squirmed away Und dann ist er wieder weggegangen. and said, What else do you want me to do? Was soll ich noch machen, hat er gefragt. I gave him a few more things to do, Ich habe ihm noch einige Sachen zu tun gegeben. and the hug and a kiss and the kick in the pants. Und dann habe ich ihm auch immer wieder die Umarmung, den Kuss und den leichten Tritt gegeben. And you know, I got more work out of that kid in that next 20 minutes than I think I ever got out of him. Und ich habe mein Kind in diesen 20 Minuten zu mehr Mitarbeit bewegt, als ich mich erinnern kann, jemals zuvor. And I learned something from that situation. Und ich habe aus der Situation etwas gelernt, That discipline does not have to be harsh. nämlich, dass Disziplin nicht immer etwas Hartes sein muss. Discipline actually can be a lot of fun. Disziplin oder Erziehung kann auch sehr viel Spaß machen. All you have to do is look at the situation with new eyes. Alles, was man tun muss, ist, sich die Situation mit neuen Augen anzusehen. Children love to have fun, Kinder haben gerne Spaß. and at that moment in life, getting a hug and a kiss and a kick in the pants was a lot of fun. Und zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben hat es sehr viel Spaß gemacht, eine Umarmung zu bekommen, einen Kuss und einen leichten Tritt ins Hinterteil. Actually, to discipline means to teach. Im Grunde genommen bedeutet das englische Wort Discipline lehren, unterrichten. It doesn't mean to punish. Es bedeutet nicht bestrafen. It means to correct. Es bedeutet korrigieren. And many times children do things because they don't even know any better. Und oft tun Kinder Dinge, weil sie es gar nicht besser wissen. So, as teachers and parents, we need to remember that we are our children's most important teacher. Deswegen müssen wir als Eltern immer daran denken und auch als Lehrer, dass wir die wichtigsten Lehrenden für unsere Kinder sind. Now, think of your favorite teacher that you had in school. Denkt da mal an euren Lieblingslehrer, eure Lieblingslehrerin, die ihr in der Schule hattet. Was the teacher forceful? War das eine strenge Lehrerin? Was the teacher harsh on you? War das ein Lehrer, der sehr hart mit euch umgegangen ist? Did your teacher do a lot of frowning? Hat dieser Lehrer sehr viel die Stirn gerunzelt? Or did you have a fun relationship with your teacher? Oder war das eine sehr fröhliche Beziehung, die ihr zu der Lehrerin hattet? Most favorite teachers are fun to be with. Die meisten Lieblingslehrer sind solche, mit denen man sehr gern zu tun hat. Oh, they have rules for the classroom. Oh ja, sie haben auch Regeln fürs Klassenzimmer. Sometimes at the beginning of the school year, they'll encourage the children to make up their own rules for the classroom. Manchmal ermutigen sie die Kinder am Anfang des Schuljahres, ihre eigenen Regeln für das Klassenzimmer aufzustellen. They'll even ask the children, well, should we do if something like that happens? Sie fragen die Kinder dann sogar, ja, was sollten wir tun, wenn sowas oder so etwas vorkommt? And it's always a good idea, even if your children are small, Und es ist immer eine gute Idee, selbst wenn die Kinder klein sind, to have their input on the rules for the house sie auch bei den Familienregeln mitreden zu or lassen. the rules for the classroom. Oder auch die Regeln im Klassenzimmer. We all enjoy having a voice in how things go in the
home or the classroom. Wir alle freuen uns, wenn wir mitreden können darüber, wie es zu Hause oder auch im Klassenzimmer zugehen soll. Then when something happens that needs correction, Und wenn dann etwas passiert, das der Korrektur bedarf, the teacher, for example, can just say, "Oh, what should we do now?" dann könnte der Lehrer zum Beispiel einfach sagen, oh, was sollen wir jetzt machen? And whatever the children have decided comes true. Und was immer die Kinder beschlossen haben, das wird dann umgesetzt. So, to be a good teacher, you have to be a good disciplinarian. Um also ein guter Lehrer zu sein, muss man sehr gut sein in der Korrektur. Children feel safe when they know what the boundaries are. Kinder fühlen sich sicher, wenn sie die Grenzen kennen. They feel that they will not be taken advantage of. Sie haben dann das Gefühl, dass man sie nicht ausnutzt. No one will hurt them. Niemand verletzt sie. Or because there are boundaries, they won't hurt themselves. Oder auch, weil es Grenzen gibt, werden sie sich selbst nicht verletzen. So, as a good teacher or parent, Als guter Lehrer oder Elternteil, it's important to have limits. da ist es wichtig, dass man Grenzen hat. But before you set the limits, let's talk about a few goals that you might have as you discipline your children. Aber bevor wir uns über die Grenzen unterhalten wollen, wollen wir vielleicht noch ein paar Ziele erwähnen, die man als Eltern hat, wenn man seine Kinder korrigieren, erziehen möchte. I'm not sure in Austria, but is spanking allowed for parents? Ist in Österreich erlaubt, dass Eltern ihre Kinder schlagen? Ich bin mir da nicht sicher. No. Nein. Okay, so you have to be creative. Deswegen, dann muss man natürlich erst recht kreativ sein. And the reason for that limit, Und der Grund für diese Grenze, because very often when a person begins hitting another person, they lose control. Der Grund für diese Grenzen besteht darin, dass wenn ein Mensch anfängt, einen anderen Menschen zu schlagen, dann liegt es daran, dass er die Kontrolle verliert. They get angry Sie werden wütend and they have no idea how hard they're hitting. und sie haben keine Vorstellung davon, wie heftig sie zuschlagen. We know to shake a child can cause brain damage. Wir wissen, dass es Verletzungen im Gehirn verursachen kann, wenn wir ein Kind schütteln. Even a slap can be damaging to a child. Selbst ein Schlag mit der Hand kann einem Kind Schaden zufügen. Now, it would be great if parents figured that out by themselves and we didn't have to have a national law. Es wäre ja wunderbar, wenn Eltern selbst darauf kommen würden und wir nicht ein Gesetz haben müssten vom Staat her. But it encourages us now to be more creative in the way we work with our children. Aber das hilft uns natürlich und ermutigt uns, kreativer mit unserem Kind umzugehen. Many people say, well, what about that rod of correction in the Bible? Viele Leute sagen, na, wie ist das denn da mit diesem Stab in der Bibel, mit dem man korrigiert wird? And I like to think of that shepherd having a rod and a staff. Und ich stelle mir diesen Hirten immer gern vor mit einem Stecken und einem Stab, But not to beat the sheep. aber nicht um die Schafe zu schlagen. Why does it say in Psalms 23, thy rod and thy staff, they comfort me? Warum heißt es denn im Psalm 23, dein Stecken und Stab trösten mich? Have any of you watched shepherds working with their sheep? Hat schon mal jemand von euch einen Hirten beobachtet, der mit seinen Schafen umgeht? Sheep, they say, are fairly dumb. Es heißt ja, dass Schafe ziemlich dumm sind. They will follow each other and they'll get into trouble. Sie folgen einander, sie gehen hintereinander her und kommen so in Probleme. So the shepherd has a rod to put next to the sheep to kind of gently nudge them in the direction that they should go. So hat der Hirte einen Stock, mit dem er die Schafe so ganz sachte ein bisschen in die Richtung dirigieren kann, in die er sie haben möchte. He has a staff with a crooked top.
Er hat einen Stab, der oben gebogen ist. that if the sheep gets down in a ravine, he can reach down with that with that staff and pull the sheep up again. Er hat auch diesen Stab, der oben gebogen ist, damit, wenn ein Schaf mal irgendwo in eine Kluft fällt, dass er dann mit diesem Stock hinunterreichen kann und das Schaf wieder heraufholen. So hopefully your children can say about you as a teacher or as a parent, Und so hoffen wir, dass eure Kinder von euch als Eltern oder Lehrer sagen können, that they love you for making them feel safe and comfortable. dass sie euch lieben, weil ihr ihnen das Gefühl gibt, sicher zu sein und sich wohlzufühlen. We often wonder why parents sometimes do the same thing over and over and over again, and still their children do not obey. Manchmal fragen wir uns, warum es Eltern gibt, die etwas immer und immer wieder tun, aber die Kinder gehorchen trotzdem nicht. Your children know exactly when you mean something or not. Eure Kinder wissen ganz genau, wann ihr etwas ernst meint und wann nicht. You say, "Children, stop that." Wenn ihr sagt, Kinder, hört auf damit, But they know you really are too busy to do anything about the problem. aber sie merken gleich, dass ihr eigentlich viel zu beschäftigt seid, um wirklich euch des Problems anzunehmen. You're not even looking at them. You're yelling from the other room. Ihr schaut sie ja nicht einmal an, ihr schreit das vom anderen Zimmer hinüber. So, do they generally stop? Hören sie deswegen auf mit dem, was sie tun im Allgemeinen? Sometimes you might be lucky, but most of the time they're waiting for you to really mean what you say. Manchmal hat man vielleicht Glück, aber meistens werden sie abwarten, bis sie wissen, dass ihr wirklich meint, was ihr sagt. I told you to stop hitting each other. Ich habe euch schon gesagt, ihr sollt euch nicht mehr schlagen. That's not enough either. Das ist nicht genug. Finally, they see you appear in the doorway. Schließlich sehen sie dann, dass du in der Tür auftrittst, in die Tür kommst. You've come into the room, Du bist in den Raum gekommen and your voice goes up a level. und dann hebt ihr die Stimme noch ein bisschen. Kids, I mean it. Kinder, ich meine es ernst. And then you do something like this. Und dann tut ihr so etwas. I'll give you 10. 1, 2, 3. Do they do what you want them to do? Ich zähle bis 10. 1, 2, 3. Tun sie, was ihr möchtet? No. Nein. They wait till you get to 9, 10. Sie warten ab, bis ihr bei 9, 10 seid. And then they know you're going to act. Und dann wissen sie, dann werdet ihr auch was tun. So they shape up very quickly. So, dann fangen sie an, sich gut zu benehmen. So if Sehr you schnell. want your children to know you mean what you say, Wir möchten also, dass unsere Kinder wissen, dass wir es ernst meinen, was wir you sagen. have to get their attention first of all. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir zuerst ihre Aufmerksamkeit bekommen. You have to show them that you actually mean what you say by being close to them. Ihr müsst ihnen zeigen, dass ihr wirklich meint, was wir sagen, indem wir ihnen nahe kommen. And then you need to give them a time limit to do what you need them to do. Und dann müssen wir ihnen einen Zeitrahmen geben, in dem sie das tun können, was wir erwarten. If you ask children to clean their rooms, Wenn wir Kinder bitten, ihr Zimmer aufzuräumen, most kids think they have about 16 years. dann glauben die meisten Kinder, dass sie so 16 Jahre Zeit haben. And so you give them a time limit of 5 minutes. Und so müssen wir ihnen einen Zeitrahmen geben von 5 Minuten. You set the alarm to go off in 5 minutes. Und wir stellen dann auch den Wecker, der nach 5 Minuten klingelt. Because many times they know mom's 5 minutes is really 10 or 15 Then- or 20. Denn oft wissen sie, dass wenn Mama 5 Minuten sagt, dann sind das eher 10, 15 oder 20 Minuten. And then you make sure they understand exactly what you want them to do. Und dann müssen wir auch sicherstellen, dass sie genau wissen, was wir von ihnen erwarten, was sie tun sollen.
I want the blocks that are all over the floor to be put on this shelf. Ich möchte, dass die Bauklötze, die überall am Boden verstreut liegen, ins Regal geräumt werden. Now, many times that goes in one ear and out the other. Das geht oft ins eine Ohr rein und aus dem anderen wieder hinaus. So it's a good idea to say, can you tell me what the job is that I want you to do? Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man nochmal nachfragt, kannst du mir sagen, was du jetzt tun sollst? Anytime they put it into words and give feedback back to you, it helps gel in their head what they need to do. Jedes Mal, wenn sie selbst auch reagieren und nochmal formulieren, was wir ihnen sagen, dann hilft ihnen das auch, das zu tun, was von ihnen erwartet wird. And if your child has a habit of not doing what you ask him to do, Und wenn euer Kind die Gewohnheit hat, nicht das zu tun, was wir ihm sagen, it might be a good idea if you let the child know what will happen if he doesn't do it. dann ist es vielleicht ganz gut, wenn wir dem Kind auch sagen, was passiert, wenn es nicht das tut, was wir ihm sagen. You need to start this very early with your children, Damit muss man sehr früh anfangen bei seinen Kindern, at a time when you still can pick them up and move them from place to place. nämlich zu einer Zeit, wo man sie noch aufnehmen kann und von einem Ort zum anderen tragen kann. So if you say, take my hand so we can cross the street, Wenn wir also sagen, nimm mich an der Hand, damit wir über die Straße gehen können, it's very typical of a 2-year-old to say, no. dann ist es sehr typisch für ein 2-jähriges Kind zu sagen, nein. What do you do? Was tut man dann? Some people just get more angry and scream. Manche Leute werden dann einfach wütend und schreien. Some people just grab their kids and pick them up and take them across the street. Manche Leute nehmen ihr Kind einfach hoch und tragen es über die Straße. But it's always a good idea if you can help them make a decision that is good. Aber es ist immer ein guter Gedanke, wenn wir ihnen helfen können, selbst eine gute Entscheidung zu treffen. You can either take my hand or I'll pick you up and we'll cross the street. Man könnte zum Beispiel sagen, du kannst mich an der Hand nehmen oder ich trage dich über die Straße. Almost every child I've ever worked with will make their own decision. Fast jedes Kind, mit dem ich je zu tun gehabt habe, wird seine eigene Entscheidung treffen. To do it themselves. Und zwar die Entscheidung, das selbst zu machen. They'd much rather choose to take mom's hand Viel lieber entscheiden sie sich dafür, die Hand von der Mutter zu nehmen, than have mom have to pick them up and take them across the als street. dass die Mutter sie hochheben muss und sie über die Straße tragen. And so we learn with young children as we're trying to teach obedience Wir lernen also schon mit unseren kleinen Kindern, ihnen Gehorsam zu vermitteln, that because God gave us the power of choice, we should give it to our children. dass, weil Gott uns die freie Entscheidung gibt, wir sie auch unseren Kindern weitergeben sollten. But you say, hey, this kid's got to take a bath. Aber manchmal sagen wir, ja, dieses Kind muss endlich mal wieder baden. Okay, don't give him a choice about whether or not to take a bath. Also geben wir ihm nicht die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob es badet oder nicht, Give him a choice within the no choice situation. sondern wir können dem Kind auch eine Wahlmöglichkeit geben in dieser Situation, wo es keine grundsätzliche Wahl hat. It's time to take a bath. Would you like bubbles or boats? Bubbles or boats in the bathtub? Bubbles, bubble bath, Boats? or boats? Okay. Es ist wieder mal Zeit zu baden. Möchtest du lieber ein Schaumbad haben oder möchtest du Boote in der Badewanne? And it's amazing how children at 1 and 2 years of age will comply with what you want them to do. Und es ist ganz erstaunlich, wie schon 1-, 2-jährige Kinder sich wirklich dem fügen, was sie tun sollen. I was teaching at a family camp one summer, Ich habe einmal Vorträge gehalten auf einem Familiencamp and I mentioned this idea to the parents there. und ich habe diese Idee den Eltern dort weitergegeben.
I had a dad come up to me shaking his head and said, "It will never work with my kid." Und dann ist ein Vater zu mir gekommen, der den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, das funktioniert bei meinem Kind nie. She is in a habit of saying no to everything I say. Meine Tochter hat schon die Angewohnheit, zu allem, was ich sage, Nein zu She's sagen. very independent. Sie ist sehr unabhängig. It won't work. Das funktioniert nicht. And I said, well, not everything works on every child, but try it. Und ich habe ihm gesagt, naja, es funktioniert nicht alles bei jedem Kind, aber versuch's einfach, probier's aus. About an hour later, he was playing with his daughter on the edge of the lake. Und etwa eine Stunde später hat er mit seiner Tochter am See gespielt. He noticed it was getting close to lunchtime. Dann ist ihm bewusst geworden, dass schon langsam die Mittagessenszeit kam. And he warned his daughter, in about 5 minutes, we need to go up for lunch. Und er hat seine Tochter schon gewarnt, in 5 Minuten ungefähr müssen wir zum Mittagessen gehen. No, she stamped her little foot. Nein, hat sie dann wieder mit ihrem kleinen Fuß aufgetreten. He began to get a little worried. Er fing schon an, sich ein bisschen Sorgen zu machen. Here was this strong-willed daughter saying no, Hier war seine Tochter mit dem starken Willen, die Nein gesagt hat. and everybody was watching. Und alle standen herum, haben zugeschaut. At 5 minutes, he said to his daughter, Und 5 Minuten später hat er zu seiner Tochter gesagt, "Okay, it's time to go to lunch. Do you want juice or milk? Milk or juice?" und dann hat er gesagt, okay, jetzt müssen wir zum Mittagessen gehen. Möchtest du Saft oder Milch? Milch oder Saft? She came right out of the water and immediately said, "Juice." Und dann ist sie sofort aus dem Wasser gekommen und hat gesagt, Saft. It's amazing how that works. Now, I know it works with 2-year-olds. Es ist wirklich erstaunlich, wie das funktioniert. Ich weiß, dass es bei 2-Jährigen gut funktioniert. I'm not sure how well it works with husbands. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut das mit Ehemännern funktioniert. But isn't it true we all like to have a choice in what we do? Aber stimmt es nicht, wir alle haben doch gerne eine Wahlmöglichkeit in dem, was wir tun. Okay, let's talk about some goals. Okay, wir wollen uns über ein paar Ziele So we want unterhalten. to use effective teaching methods. Wir wollen effektive Lehrmethoden verwenden. When we punish children, it makes them fearful, Wenn wir Kinder bestrafen, dann erweckt das Angst in ihnen. and they'll only do something when they're so scared that they know that they're going to get hurt, either emotionally or physically, if they don't do it. Und dann tun sie Dinge nur noch, wenn sie so große Angst davor haben, dass sie seelisch oder körperlich verletzt werden, so, dass die Angst so groß ist, dass sie dann etwas tun. So punishment is not something that teachers or parents should do to their children. Deswegen ist Bestrafung etwas, das Eltern und Lehrer mit den Kindern nicht tun sollten. And we want to encourage self-discipline and taking responsibility. Und wir möchten die Kinder auch zu Selbstdisziplin und zu Verantwortlichkeit erziehen. We don't want what we do to make more conflict in the home or school. Wir möchten nicht, dass das, was wir tun, zu Hause oder in der Schule zu noch mehr Konflikten beiträgt. We want to make sure that we preserve every child's sense of value. Wir möchten auch sicherstellen, dass der Wert jedes Kindes erhalten bleibt. And then we need to discipline or teach in such a way that we get the right result in the end. Und dann müssen wir so korrigieren oder erziehen, dass wir am Ende das richtige Ergebnis erhalten. A mother working with 2 children in her kitchen. Eine Mutter, die mit 2 Kindern in ihrer Küche arbeitet. The children started arguing over something they were doing. Dann haben die Kinder angefangen, sich zu streiten über irgendwas, was sie getan haben. A mom could have separated them and made them go to 2 different rooms. Die Mutter hätte die beiden Kinder trennen können und in 2 verschiedene Zimmer schicken. But what she really wanted is for those 2 children to cooperate. Aber eigentlich wollte sie gern, dass die beiden Kinder gut zusammenarbeiten. And so she said, "Your lesson for today
is cooperation. Und deswegen hat sie dann gesagt, was ihr heute lernen sollt, ist Zusammenarbeit. I want you two children to sweep the kitchen floor. Ich möchte gerne, dass ihr beide zusammen den Küchenboden wischt But only one gets the broom oder fegt. And- Eine kriegt nur den Besen and one gets the scoop. und einer kriegt die Aufkehrschaufel. So you have to cooperate to be able to get all the crumbs off the kitchen floor. Und deswegen müsst ihr zusammenarbeiten, damit ihr alle Krümel vom Küchenboden wegbekommt. Her discipline was to get them actually to cooperate. Ihre Korrektur hat darin bestanden, dass sie wirklich zur Zusammenarbeit bekommen hat. They would have not learned to cooperate if they went to separate rooms until they settled down. Sie hätten nicht gelernt, zusammenzuarbeiten, wenn sie in unterschiedlichen Räumen gewesen wären, bis sie sich beruhigt hätten. And children absolutely need to know that you will do something when you tell them to do something, that you will follow through. Und Kinder müssen einfach unbedingt wissen, dass ihr auch hinter ihnen her seid, wenn ihr ihnen sagt, dass sie etwas tun sollen, dass ihr dann auch darauf achtet, dass sie es wirklich tun. What we say over and over to parents is, tell the child one thing to do and then make sure you follow through. Das sagen wir Eltern immer wieder. Sagt dem Kind, was es tun soll und dann kümmert euch darum, dass es wirklich, also beobachtet, kontrolliert, dass es das wirklich tut. So this one mother told her child to clean the bedroom. Da ist also eine Mutter, die ihrem Kind gesagt hat, dass es sein Zimmer aufräumen soll. And she knew she needed to be specific. Und sie wusste, dass sie das auch konkretisieren muss. Put the blocks on the shelf. Und sie hat gesagt, räum die Bauklötze ins Regal. And she showed him, she picked up a block and put it on the shelf. Und sie hat dem Kind dann auch gezeigt, sie hat einen Bauklotz aufgehoben und ins Regal gestellt. Then I have some mints in my purse. Let's see if I can find one. Ah, thank you. All right. Sorry, I don't have enough for everybody. This is Tut mir leid, die really reichen leider not nicht für fair. alle. Do you want one? Oh dear. Always when you're a speaker, you worry about certain things like, oh my goodness, well, I start coughing. Immer wenn man öffentlich spricht, macht man sich Sorgen, dass It's irgendwas amazing passiert. how Hoffentlich many- fange ich nicht an zu husten oder How so. many people in the audience have cough drops in their purse? And they all come to try to help you. Und dann merkt man erst, wie viele Leute in ihren Handtaschen Hustenzuckerl This haben. time- Und kommen dann alle und wollen einem eins geben. I came prepared. Und diesmal war ich vorbereitet. Okay, where were we? Oh, yeah, this mom. Wo sind wir stehen geblieben? Also diese Mutter. She was trying to teach her children obedience by saying one thing and meaning it. Sie hat also versucht, ihren Kindern Gehorsam zu vermitteln, indem sie ihnen eine Sache gesagt hat, die sie tun sollen. And then she said, and I will give you 5 minutes to get it done. Und dann hat sie gesagt, und du hast 5 Minuten, bis das zu machen. So she set the alarm for 5 minutes. Sie hat also den Wecker gestellt, den Timer gestellt auf 5 Minuten. And then she knew she needed to come up with a very meaningful consequence. Und dann wusste sie auch, dass sie eine Konsequenz nennen musste, die wirklich auch Sinn machte in dieser Zusammenhang. But she hadn't thought of what the consequence should be yet. Aber sie hatte sich noch keine Konsequenz überlegt. So she just said to her little 5-year-old, if it's not done in 5 minutes, there's going to be a horrible, terrible, awful consequence. Deswegen hat sie ihrem 5-jährigen Sohn einfach nur gesagt, wenn das in 5 Minuten nicht gemacht ist, dann wird es eine ganz schlimme, schreckliche Konsequenz geben. And she knew he would obey Und sie wusste, dass er gehorchen würde, because that's what the book said would happen. weil das so im Buch stand.
5 minutes went by and he hadn't even started picking up the blocks. Nach 5 Minuten hatte er noch nicht einmal angefangen, die Bauklötze wegzuräumen. Now what was she going to do? Was sollte sie jetzt machen? She took a deep breath Sie hat tief Luft geholt and said, Lord, help me. und hat gesagt, Herr, hilf mir. And into her head popped this crazy idea. Und dann hat sie diese verrückte Idee bekommen. I told you in 5 minutes, if you didn't pick up the blocks, there would be a horrible, terrible, awful consequence. Ich habe dir gesagt, wenn du deine Bauklötze nicht in 5 Minuten weggeräumt hast, dann wird es eine ganz schlimme, schreckliche Konsequenz geben. The consequence is, I'm going to go for an ice cream cone, and you're going to stay with Daddy. Und die Konsequenz ist, ich kaufe mir jetzt ein Eis und du bleibst beim Papa zu Hause. Mommy, you can't go to the ice cream shop without me. Mama, du kannst doch nicht ohne mich dir ein Eis kaufen gehen. Oh, yes, I can. Oh ja, das kann ich. She went to the ice cream shop, Sie ist dann zum Eisgeschäft gegangen, bought herself an ice cream cone with 4 scoops of ice cream, und hat sich ein Eis gekauft mit 4 Kugeln. enough ice cream that she could get all the way home Sie hat sich genug Eis gekauft, dass es bis zu Hause reichen würde, with most of the ice cream intact. wo noch das meiste Eis drauf war auf dem Eis. And she sat down in front of her 5-year-old Dann hat sie sich vor ihr 5-jähriges Kind gesetzt and she ate the whole thing. und dann hat sie das ganze Eis aufgegessen. The next time she said to her son, Das nächste Mal, als sie ihrem Sohn gesagt hat, I want you to make your bed, ich möchte, dass du dein Bett machst. and I will give you 5 minutes to make your bed. Ich gebe dir 5 Minuten, um dein Bett zu machen. It was made in 2 minutes. Da war das nach 2 Minuten gemacht. And immediately said, Mom, can we go after ice cream? Und dann hat er sofort gefragt, Mama, können wir jetzt ein Eis kaufen gehen? And she took him out for ice cream. Und dann ist sie mit ihm gegangen und hat ihm ein Eis gekauft. Now, I don't believe in rewarding your children when they're obedient by giving them ice cream. Ich glaube nicht an diese Methode, dass wir unsere Kinder belohnen sollen, wenn sie uns gehorsam sind, indem wir ihnen Eis kaufen. But the lesson of obedience is so important Aber es ist so wichtig, Gehorsam zu lernen, that if you happen to give them 1 ice cream cone after they obey, just don't tell me. Aber der Gehorsam zu lernen ist so wichtig, dass, wenn ihr das mal macht, dass ihr eurem Kind ein Eis kauft, wenn es gehorsam war, dann sagt es mir einfach nicht. So, we need to use effective teaching methods. Wir brauchen also effektive Lehrmethoden. If 2 children are fighting on the playground, Wenn 2 Kinder auf dem Spielplatz sich streiten, if you say, why did you hit the other person? wenn ihr dann dazukommt und fragt, warum hast du den anderen geschlagen, The child probably won't have an answer. dann hat das Kind wahrscheinlich keine Antwort auf die Frage. And it makes him feel guilty that you've noticed the hitting. Und es fühlt sich nur schuldig, weil du gemerkt hast, dass es den anderen geschlagen hat. So I always suggest to ask about the situation right before the hitting started. Deswegen schlage ich vor, dass man sich über die Situation erkundigt, die direkt vor dieser Prügelei passiert ist, bevor das mit dem Schlagen losgegangen ist. So you say to the child, what happened right before you began fighting? Und deswegen fragen wir das Kind, was ist denn gewesen direkt bevor ihr mit eurer Prügelei begonnen habt? Focuses on what the child did not like. Dann ist der Fokus auf dem, was das Kind nicht mochte. Oh, he was getting into my locker. Oh, er ist in meinen Spind rangegangen. And then you say, oh, I have learned something about you then, Oh, und dann kann man sagen, jetzt habe ich etwas über dich gelernt. that your personal space, your personal things are very important to you.
Nämlich, dass dein persönlicher Raum, deine Dinge, die für dich persönlich sehr wichtig sind. And then you talk about what actually happened and whether he's happy with the other kid crying. Und dann kann man darüber reden, was passiert ist und ob er eigentlich damit zufrieden ist, dass das andere Kind jetzt weint. How does it make you feel when your friend is crying? Was hast du für ein Gefühl, wenn du siehst, dass dein Freund weint? Sad. Ich bin eigentlich traurig. How do you wish he felt? Wie hättest du denn gern, dass er sich fühlt? Then what could you do to help him feel better? Und was könntest du tun, damit er sich wieder besser fühlt? And how can you let him know that the things that belong to you are important to you? Und wie kannst du ihm sagen, dass die Dinge, die dir gehören, dir wichtig sind? So the child learns that he didn't get a good end to the situation by hitting. Damit das Kind lernt, dass es durch das Schlagen nicht eine gute Lösung für die Situation herbeigeführt hat. It hurt his friend, Das Kind hat seinen Freund verletzt and it made him feel sad that his friend was crying. und es hat ihn traurig gemacht, dass der Freund geweint hat. Then what can you do next time so it'll be a good ending? Und die Frage ist, wie kann man das nächste Mal machen, sodass es eine gute Lösung gibt? We just need to teach our children to not react, Wir lehren unsere Kinder so, dass sie nicht einfach reagieren, but to plan a way to get their message across without hurting others. sondern sich schon im Vorhinein zu überlegen, wie sie eine Botschaft vermitteln können, ohne andere zu verletzen. All right, I'm going to get into some fun ways to work with children when they do things that aren't right. Okay, jetzt wollen wir uns über ein paar lustige Dinge unterhalten, die man tun kann, wenn Kinder etwas tun, was nicht richtig ist. The first reason children misbehave is they don't know any better. Der erste Grund, warum Kinder sich falsch verhalten oder schlecht verhalten, ist, dass sie es nicht besser wissen. So we have to teach them with words or by showing them what to do. Und dann müssen wir es ihnen durch unsere Worte vermitteln oder indem wir ihnen zeigen, was sie tun sollen. But the next thing is children misbehave because what I call their love cups are empty. Aber es gibt dann noch einen Grund, warum Kinder sich schlecht verhalten und das nenne ich, dass ihre Liebestassen leer sind. Children want to be loved. Kinder wollen geliebt werden. They want your attention. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit. They want your positive attention. Und zwar unsere positive Aufmerksamkeit. But when they're being really, really good, chances are you're busy, especially as a mom. Aber wenn sie sich sehr gut benehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch immer sehr groß, dass wir beschäftigt sind, besonders als Mütter Or a dad. oder auch als Vater. And so to get your attention, they choose to do something wrong. Und um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, tun sie dann manchmal etwas Falsches. Children will do anything for attention. Kinder tun alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen. I like to tell parents that to children, love is spelled, and this, I'm going to do this in English, T-I-M-E, time. Ich sage den Eltern immer, dass Liebe für Kinder Z-E-I-T buchstabiert wird. Zeit. It used to be that parents spent a lot of time with their children. Es war einmal so, dass Eltern viel Zeit mit ihren Kindern verbracht haben. They were out on the farm, the kids were working with them. Sie haben Land bearbeitet und die Kinder haben mit ihnen gearbeitet. They all ate together for lunch, all the workers. Sie haben alle zusammen Mittag gegessen, alle, die mitgearbeitet haben. And time made the children feel loved. Und die Zeit hat den Kindern das Gefühl gegeben, geliebt zu sein. Even if parents were sometimes a little harsh, Selbst wenn die Eltern manchmal ein bisschen hart gewesen sind, they spent enough time together that the kids could basically say, Dad was a little angry at me or harsh, but I know he still loves me.
Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht, dass auch wenn die Eltern manchmal ein bisschen hart gewesen sind, die Kinder trotzdem sagen konnten, ja, der Papa hat sich heute ein bisschen über mich geärgert, aber ich weiß schon, er hat mich trotzdem lieb. But in our busy worlds today, with most moms and dads going out to work, Aber in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit, wo alle so beschäftigt sind und meistens Mutter und Vater arbeiten gehen, many times the parents don't spend enough time with their children verbringen Eltern oft nicht genügend Zeit mit ihren Kindern. for the children really to feel loved. Nicht genug, damit sich das Kind wirklich geliebt fühlt. And so you have to be more careful the way you treat your children Deswegen muss man umso mehr darauf Acht geben, wie man sein Kind behandelt, because you're not spending enough time together for them to get the message that they're loved no matter what. weil man in der Regel nicht genügend Zeit miteinander verbringt, damit sie die Botschaft bekommen, dass sie unter allen Umständen geliebt sind. And so I brought my little jar along. Und deswegen habe ich dieses kleine Glas mitgebracht. In this jar are two great big golf balls. In diesem Glas sind 2 große Golfbälle drin. Here's a red one, and way up at the top you can see just barely a blue one. Da unten ist ein roter und oben, den sieht man kaum, da ist noch ein blauer. And I have no idea how many grains of rice are in the jar. Und dann sind da noch Reiskörner. Ich habe keine Ahnung, wie viele Reiskörner da drin sind. But I know there's only one way to get it all in the jar. Aber ich weiß, dass es nur eine Möglichkeit gibt, alles in diesem Glas unterzubringen. You've got to put the big things in first, Man muss die großen Dinge zuerst hineintun. and then all the little grains of rice will fit in. Und dann passen auch noch all die kleinen Reiskörner hinein. And that's the way it is with your family. Und so ist es auch mit unseren Familien. You need to put the big things in, like time with your family, into your life first. Man muss die großen Dinge wie Zeit mit der Familie zuerst in sein Leben packen. And then somehow the Lord figures out how you can get all the little things in that need to be in the jar. Und irgendwie findet Gott einen Weg, wie wir auch all die kleinen Dinge noch hineinpacken können. So, time to children means love. Für Kinder bedeutet Zeit Liebe. And when they don't feel like they're getting enough time, they'll do something wrong to get your attention. Und wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht genug geliebt, dann werden sie etwas tun, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Because attention equals love. Weil für sie auch Aufmerksamkeit mit Liebe gleichgesetzt ist. But the problem is they get negative attention. Aber das Problem ist dann, dass sie negative Aufmerksamkeit So bekommen, they're soon drained out again. sodass sie bald schon wieder vertrocknet sind. And many times children get in the habit of doing things that are wrong in order to get your attention. Und oft entwickeln Kinder die Gewohnheit, dass sie etwas Falsches tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen. So if you notice your children starting to whine and to cry and to maybe hit each other, Wenn ihr euch also auffällt, dass euer Kind anfängt zu nörgeln oder zu weinen oder wenn sie anfangen, sich zu schlagen, it's always a good thing to say, kids, are your love cups empty? dann ist immer eine ganz gute Idee zu sagen, Kinder, ist eure Liebestasse leer? And do something positive with them. Und etwas Positives mit ihnen zu tun. Now, I'll be talking about that also tomorrow, so I'm not going to say much more about that. Ich werde morgen noch weiter darüber sprechen, deswegen werde ich jetzt hier nicht noch mehr ins Detail gehen. Other than the fact that if you have enough love in your children's lives, Außer dass, wenn ihr genug Liebe im Leben eurer Kinder habt, that can be the ingredient that makes everything okay in their lives. wenn die Kinder genügend Liebe in ihrem Leben haben, dann kann das der Faktor sein, der sie mit allem anderen im Leben zurechtkommen lässt. For years, research has been going on. Should parents be loving or hostile or restrictive or permissive?
es gibt schon jahrelange Forschung darüber, ob Eltern eher emotionale Wärme ausstrahlen sollten oder eher Kälte und ob sie mehr zulassen sollen oder mehr beschränken sollten, ihre Kinder. And they've basically found out that if you have enough love, you can be more permissive or more restrictive and still be okay as a parent. Und man hat herausgefunden, dass solange es genug Liebe gibt in der Familie, es nicht ganz so sehr darauf ankommt, ob man mehr zulässt oder mehr einschränkt, dass es immer noch in Ordnung ist. You'll have children that'll have different characteristics, however. Die Kinder bekommen dann natürlich andere Eigenschaften. If you're more restrictive, then you'll have children who are more dependent upon you. Wenn man eher dazu neigt, zu kontrollieren oder einzuschränken, dann werden die Kinder eher von den Eltern abhängig sein. They may not be as creative, Die sind dann vielleicht nicht so kreativ and they may not be as friendly, und vielleicht auch nicht so freundlich, but they'll be okay kids. aber sie werden keine Probleme haben. But you can be more permissive Wenn man and more mehr, democratic, wenn man mehr zulässt, mehr demokratisch ist, and then you'll probably have children that are more creative dann bekommt man Kinder, die kreativer and more sind, friendly to others, freundlicher zu anderen and will be more independent. und unabhängiger. So love is a key factor here. Die Liebe ist also ein Schlüsselfaktor. On a recent airline flight, I saw a movie. Vor kurzem bin ich mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und habe mir einen Film angeschaut. It was a documentary on triplets. Eine Dokumentation über Drillinge. The story was about how in the 1940s the orphanage had an administrator who was doing some research. Es ging darum, dass in den 1940er Jahren in einem Waisenhaus eine Forschung durchgeführt wurde. They separated the triplets and they went to 3 different families. Sie haben Drillinge getrennt und sie in 3 verschiedene Familien gegeben. They did not tell the parents that their child was one of 3. Und sie haben den Eltern nicht gesagt, dass ihr Kind eins von Drillingen gewesen ist. The families were all in the New York area, Die Familien waren alle in der Umgebung von New York. and one of the triplets was going to high school. Und eins dieser Drillinge ist dann zur Highschool gegangen. He decided to go to another school the next year. Im folgenden Jahr hat er sich entschlossen, in eine andere Schule zu gehen. And so his friends knew he was going to be going to a different school. Und so wussten auch seine Freunde, dass er in eine andere Schule gehen würde. But suddenly he showed up in the old school. Aber plötzlich war er wieder in der alten Schule But he had a different name. mit einem anderen Namen. And the friends all said, "We know someone exactly like you. If you're not this person, Und die Freunde haben alle gesagt, wir kennen jemanden, der genauso ist wie du, wenn du nicht derjenige bist. and 2 of the triplets found each other in this way. Und so haben sich 2 der Drillinge gefunden. Their behaviors were exactly the same. Das Verhalten dieser beiden war genau gleich. They liked the same kind of girls. Sie haben die gleichen Mädchen, die gleiche Art von Mädchen gemocht. They both started smoking at about the same age. Sie haben beide etwa im gleichen Alter angefangen zu rauchen. They chose the same brand of cigarettes. Sie haben die gleiche Zigarettenmarke gewählt. They crossed their legs the very same way. Sie haben beide die gleiche Art gehabt, ihr Bein überzuschlagen. And when they were interviewed on television, Als man sie am Fernseher interviewt hat, the newspapers got a hold of these 2 finding each other. die Zeitungen haben darüber berichtet, dass diese 2 sich
wiedergefunden haben. And then the third triplet saw a newspaper picture of himself. Und dann hat der dritte Drilling in der Zeitung ein Bild gesehen von sich selbst. And the three triplets got together. Und so haben sich die 3 Drillinge wieder getroffen. They tried to get information from the orphanage about why they were separated at birth. Sie haben versucht, vom Waisenhaus Informationen darüber zu bekommen, warum sie bei ihrer Geburt getrennt wurden. And it was very difficult to get any information. Und es war sehr schwer, diese Informationen zu bekommen. But finally, by law, they were able to get some information. Aber schließlich haben sie von Gesetzes wegen Informationen bekommen können. And the 3 boys started a business together. Und die 3 jungen Männer haben gemeinsam ein Geschäft begonnen. They all got married, they had children. Sie haben alle geheiratet und Kinder bekommen. And then one of the boys committed suicide. Und dann hat einer der 3 Selbstmord begangen. Why did the one boy commit suicide? Warum hat der eine sich das Leben genommen? And when they were able to get information from the orphanage, Und als sie endlich Informationen vom Waisenhaus bekommen haben, they found that the professor, who was the head of the orphanage, da haben sie herausgefunden, dass der Professor, der dieses Waisenhaus geleitet hat, had chosen to separate the boys and put them in very different homes. dass der bestimmt hatte, diese 3 Burschen zu trennen und sie in sehr unterschiedliche Familien zu geben. And the boy that committed suicide Und der junge Mann, der sich das Leben genommen hat, was given to a family where the father was very harsh. der kam in eine Familie, wo der Vater sehr hart gewesen ist. He was exacting with the child. Er war sehr anspruchsvoll mit dem Kind. And he didn't feel very much love in that home. Und das Kind hatte nicht das Gefühl, geliebt zu werden in dieser Familie. Love is like the cushion for parental errors. Liebe ist wie ein Kissen, das die Fehler von Eltern ausgleicht. If the child feels enough love from you, you can make an occasional error and the child will forgive. Wenn das Kind weiß oder sich genug geliebt fühlt, dann kann man auch immer wieder mal einen Fehler machen und das Kind wird das vergeben. But if the child does not feel loved, Aber wenn das Kind sich nicht geliebt fühlt, very often life is not worth living. dann ist das Leben oft nicht lebenswert. If you see the documentary in English, it's called 3 Identical Strangers. Wenn ihr euch diesen Dokumentarfilm auf Englisch anschauen wollt, der Titel ist 3 Identical Strangers. It's worth seeing. Der ist wirklich sehenswert. Okay, we have a lot more to cover. Wir haben noch einiges Tada. vor uns. Let's talk about positive methods of discipline. Wir wollen über positive Erziehungsmethoden reden. We find out that children, when they're being disciplined or when they're asking to do things, love to have you say yes to them. Wir haben herausgefunden, dass Kinder, wenn sie korrigiert werden oder wenn sie fragen, ob sie etwas tun können, dass sie dann sehr gerne haben, wenn man Ja sagt. If you're constantly saying no, which most parents lean toward, Wenn man ständig Nein sagt, wozu die meisten Eltern neigen, then life becomes pretty negative. dann wird das Leben ziemlich negativ. Can I do this? No. Kann ich das machen? Nein. So I always say yes, Deswegen sage ich immer, sagt Ja, with a condition. mit Einschränkungen. Yes, you can go outside and play, just as soon as you finish your supper. Wenn man Bedingungen stellt, ja, du kannst natürlich draußen spielen gehen, sobald du dein Abendessen aufgegessen A hast. research study was done on married couples, Es ist eine Forschungsstudie gemacht worden bei Ehepaaren. and they thought that perhaps the number of arguments that married couples had, the conflicts,
would determine whether or not they stayed together. Und man hat da erforscht, ob die Anzahl der Streite, der Konflikte, die ein Ehepaar austrägt, mit darüber bestimmen, ob das Ehepaar zusammenbleibt oder nicht. And they found that that was not true. Und man hat herausgefunden, dass das nicht der Fall war. What was true was how many positive things they said to each other versus the negative. Was man herausgefunden hat, war, dass es um das Verhältnis ging, der positiven Dinge, die sie zueinander gesagt hat, und der negativen Dinge. And if it was one negative to 5 positives, Und es ging darum, dass man 5 positive Dinge brauchte, um ein negatives then the auszugleichen. couple would probably stay together. Und bei diesem Verhältnis war die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Paar zusammenblieb. Which means that if you say to your husband, "Where have you been?" Das bedeutet, wenn wir zu unserem Ehemann sagen, wo bist du gewesen? Supper has been ready for an hour. Das Essen ist schon seit einer Stunde fertig. All of a sudden, you need to say, "But sweetheart, I'm so happy you're home." Dass wir dann gleich sagen müssen, ach, aber Liebling, ich bin so froh, dass du zu Hause bist. And I want you to know that you're probably the best husband in the whole world. Und ich möchte, dass du weißt, dass du wahrscheinlich der beste Ehemann auf der Welt bist. And I made a special supper for you tonight. Und ich habe heute ein ganz besonderes Abendessen für dich gemacht. And you are so handsome. Und du siehst and, so gut aus. Well, you get the idea. Also ihr wisst, worum es geht. You have to kind of work on getting up to 5. Man muss also sich ein bisschen bemühen, damit man auf 5 kommt. But I say, if it's 5 to 1, that's just like walking the tightrope. You could easily fall off. Aber wenn wir dieses Verhältnis haben, 5:1, dann ist das fast so ein bisschen wie ein Hochseilakt. Man kann da leicht runterfallen. Make it 10 to 1. Macht's lieber 10:1. And you'll be safer in your relationship. Dann seid ihr in eurer Beziehung auf der sicheren And it's the Seite. same with children. Und so ist es auch mit Kindern. Make it 10 to 1 negative. Man soll das Verhältnis lieber ausdehnen auf 10 positive zu einem negativen. Let's see. I want to give you some limits to set. Oh, wir wollen noch über ein paar Grenzen unterhalten, die wir I setzen say können. every home needs at least 3 limits. Ich sage immer, in jeder Familie braucht man mindestens 3 Grenzen. You may not hurt yourself. Du darfst nicht dich selbst verletzen. You may not hurt others or animals. Du darfst nicht andere verletzen, auch nicht Tiere. And you may not hurt things. Und du darfst nicht Dinge kaputt machen, verletzen. So, when you tell your children no, you always attach this principle of you may not hurt yourself, others, or things. Wenn wir also unserem Kind Nein sagen, dann machen wir das immer in Verbindung mit einem dieser 3 Prinzipien. Du darfst nicht dich selbst verletzen oder andere oder Dinge. Then children can begin to make their own decisions easier if you only have 3 rules in the house. Dann können Kinder leichter anfangen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, wenn man nur 3 Regeln hat zu Hause. Should I hit my brother? Soll ich meinen Bruder schlagen? No, that's hurting somebody else. I better not do that. Ah, nee, das ist ja jemand anders verletzen. Das mache ich lieber nicht. Should I throw the football inside the house? Sollte ich im Haus mit dem Fußball werfen? Ooh, it might break a lamp. I guess I shouldn't do that. Ah, da könnte vielleicht eine Lampe kaputt gehen. Ich sollte das wahrscheinlich lassen. Should I take drugs? Sollte ich Drogen nehmen? No, I guess I shouldn't do that. That's a good way to hurt myself. Ah, das sollte ich wahrscheinlich auch nicht tun. Das ist doch eine ziemlich sichere Sache, um mich selbst zu verletzen. So you keep going back to those same principled limits. Man geht also jedes Mal, kommt man wieder auf diese 3 Regeln, die man als Prinzipien hat, zurück. There are some creative things that you can do as children get older. Es gibt auch ein paar kreative Dinge, die man tun kann, wenn die Kinder älter werden. Have you heard about transactional analysis?
transactional analysis. Habt ihr schon einmal von der Transaktionsanalyse gehört? It's old stuff now. Das ist alles schon jetzt ziemlich But altes there's Material. one interesting thing that they suggest that can help parents and teachers. Aber es gibt da eine interessante Sache, die sie vorschlagen, die Eltern und Lehrern helfen kann. They say that every person has 3 personalities. Da heißt es, dass jeder Person 3 Persönlichkeiten hat, verbindet. You have a parent personality. Da gibt es die Persönlichkeit der Eltern, die Elternpersönlichkeit. This is the bossy personality. Das ist so die Chefpersönlichkeit. It tells people what to do. Mit der sagt man den Leuten, was sie tun sollen. You are the superior, you put other people down. Wir sind die Überlegenen und wir können die anderen hinuntermachen. Then every person has an adult personality. Dann hat auch jeder Mensch eine Erwachsenenpersönlichkeit. That's the personality that you can sit next to each other and have a good conversation. Das ist die Persönlichkeit, die es uns ermöglicht, mit Leuten auf Augenhöhe zu sitzen und ein Gespräch zu führen. One does not put the other person down. Da wird keiner heruntergemacht. You treat the other person as an equal. Der andere wird als gleichwertig behandelt, Without emotion. ohne Emotionen. The third personality is what we call the child personality. Die dritte Persönlichkeit nennen wir die Kindpersönlichkeit. And here's the impulsive personality, Das ist die impulsive the Persönlichkeit, emotional personality. die emotionale, gefühlsbetonte Persönlichkeit. And every person, no matter the age, has these 3 personalities inside of them. Und jeder Mensch, ganz gleich wie alt er ist, hat diese 3 Persönlichkeiten in sich. Now, if your children understand this, this fact, Wenn eure Kinder diese Tatsache verstehen, then they can sometimes help you get to your adult personality. dann können sie euch manchmal helfen, wieder zu eurer erwachsenen Persönlichkeit zurückzukommen. And we teach young children and teenagers how to analyze their parents' behavior. Und wir versuchen das Kindern und Teenagern zu vermitteln, wie sie das Verhalten ihrer Eltern analysieren können. So if you as a teenager are late getting home, Wenn wir also einen Teenager haben, der spät nach Hause kommt, mom expected you home by 11 o'clock and suddenly you're not there until 2. die Mutter hat erwartet, dass es bis um 11 nach Hause kommt und es ist erst um 2 da. And she says, "Where have you been?" Und wenn sie dann sagt, wo bist du gewesen? Immediately the child can understand that mother is putting the child down. Where have you been? Da kann das Kind sofort verstehen, dass die Mutter sich hier über das Kind stellt. Wo bist du gewesen? Now, if the mother speaks in her parent personality Wenn die Mutter in ihrer Elternpersönlichkeit spricht and makes the child feel inferior, und dem Kind vermittelt, dass es niedriger steht, or if she speaks in her child personality, oder wenn sie in der Kindpersönlichkeit spricht, I can't believe you would do this to me. ich kann nicht glauben, dass du mir sowas antust. Chances are the child will answer in his parent personality. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass das Kind in der Elternpersönlichkeit reagiert, So the strengths go in the diagonal direction. sodass es diagonal verläuft, diese Auseinandersetzung. Either way, if a child answers with a warm fuzzy thrown at his parent, Und ganz egal, wie es ist, wenn ein Kind mit einer freundlichen Bemerkung auf die Eltern reagiert, they can shrink the parent down to the adult,
dann können Sie die Eltern zur Ebene der Erwachsenenpersönlichkeit bringen. Or if the parent is speaking out of their child, they can raise it up to the adult. Oder wenn die Eltern aus der Persönlichkeit reden, können sie auf die Ebene der Erwachsenenpersönlichkeit heraufheben. This is a very important thing for teenagers to learn, that they have this much control over their parents. Das ist etwas sehr Wichtiges, dass Teenager lernen müssen, dass sie so viel Macht über ihre Eltern haben. So if the mother says, "Where have you been?" and is acting like the parent, Wenn also die Mutter sagt, wo bist du gewesen und wie Eltern reagiert, immediately the child needs to learn to say, "Mom, thank you so much for waiting up for me." dann muss das Kind lernen, sofort zu sagen, Mama, danke, dass du für mich aufgeblieben bist. I don't know of any other parent who loves a kid more that she would wait up till 2 o'clock in the morning for him to come home. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Mütter gibt, die das machen würden für ihre Kinder, dass sie bis um 2 Uhr morgens aufbleiben und auf ihre Kinder warten. And it suddenly takes all that emotion out of the parent who's acting like a parent and is bossy. Und das nimmt diese ganzen Emotionen aus der Mutter heraus, die von oben herab wie ein Elternteil redet. And it brings the parent, the mother, down to her adult. Und bringt die Mutter herunter auf die Erwachsenenebene. And she can more easily say, "Can you tell me what happened?" Und sie kann dann viel leichter sagen, kannst du mir erzählen, was passiert ist? And then they can have an adult-to-adult conversation. Und dann können sie eine Unterhaltung von Erwachsenem zu Erwachsenen führen. But when there's too much emotion, you cannot have a good conversation to solve problems. Aber wenn es zu viele Emotionen gibt, dann kann man nicht eine gute Unterhaltung führen, mit der man Probleme lösen kann. I know that's difficult to catch on to. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Just remember, when someone in the family is bossing people around or irresponsible and emotional, throw them a warm fuzzy so that you can have an adult-to-adult conversation. Denkt einfach daran, wenn jemand in eurer Familie von oben herab wie ein Chefmanier mit den anderen spricht oder sehr emotional und reagiert, dann gebt ihm einfach eine freundliche, herzliche Bemerkung, damit man sich auf der Ebene der Erwachsenenpersönlichkeit begegnen kann. One more technique I'll share with you. Ich werde euch noch eine Technik erzählen. And this is one especially that's good for children as they're getting older. Und die ist besonders gut für Kinder, wenn sie älter werden. Kevin was 12 years of age. Kevin war 12. And one night I said to Kevin at about 10 o'clock, "It's time to go to bed." Und eines Abends habe ich ihm so gegen 10 Uhr gesagt, jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. And Kevin turned to me and said, "Mom, I hate it when you tell me to go to bed." Und Kevin hat sich zu mir gedreht und hat gesagt, Mama, ich hasse es, wenn du mir sagst, wann ich zu Bett gehen soll. You never tell the girls when to go to bed. Du sagst den Mädchen nie, wenn sie schlafen gehen sollen. I said, "Kevin, where do you think the girls are right now?" Und dann habe ich ihm gesagt, Kevin, was meinst du denn, wo die Mädchen im Moment gerade sind? "Well, I guess they're in bed." Naja, wahrscheinlich sind sie im Bett. "Well, your sisters go to bed at a decent time, so I never have to tell them." Ja, deine Schwestern gehen halt zu einer vernünftigen Zeit schlafen, deswegen muss ich ihnen das nie sagen. "But I don't know how long you'll stay up. You're a night owl." Aber ich weiß nicht, wie lange du noch aufbleiben würdest, du bist eine Nachteule. And Kevin said, "But I want to choose my own bedtime." Und Kevin hat gesagt, aber ich möchte selbst bestimmen, wann ich schlafen gehe. Okay, so I said, "Kevin, here's the deal. I'll give you freedom for responsibility. Und ich habe ihm gesagt, okay, ich schlage dir Folgendes vor, Kevin. Ich gebe dir Freiheit, wenn du verantwortlich handelst. I really don't care what time you go to bed.
es ist mir eigentlich nicht wirklich wichtig, wann du schlafen gehst. But what I want is when you wake up with your own alarm and not have me have to pull you out of bed. Aber ich möchte, dass du selbstständig mit deinem Wecker aufstehst und ich dich nicht morgens aus dem Bett zerren muss. And I want you to get dressed all by yourself Und ich möchte, dass du dich selbstständig anziehst and be at the breakfast table in time to eat a good breakfast. und dass du am Frühstückstisch sitzt, rechtzeitig, um ein gutes Frühstück zu essen. And then when Daddy's ready to take you off to school, be there. Und dass du rechtzeitig fertig bist, wenn Papa dich mitnimmt zur Schule. And then when you come home from school, Und wenn du dann von der Schule nach Hause kommst, I want you to come home with a happy attitude. dann möchte ich, dass du ausgeglichen und zufrieden von der Schule heimkommst. I want you to be willing to do a few chores for your mom Ich möchte auch, dass du bereitwillig deiner Mama hilfst and get your homework done. und deine Hausaufgaben machst. And if you can do that for 7 days in a row, Und wenn du das 7 Tage hintereinander schaffst, I promise you, I will never, ever again tell you when to go to bed. dann verspreche ich dir, dass ich dir nie mehr sagen werde, wann du schlafen gehen sollst. So I said, when do you want to start? Und dann habe ich gefragt, wann möchtest du anfangen? And he said, right now. Und er hat gesagt, jetzt sofort. So I don't know what time Kevin went to bed that night. Ich weiß also nicht, wann Kevin an jenem Abend schlafen gegangen ist. I went to bed at 11 o'clock. Ich bin um 11 schlafen gegangen. And I knew he was going to blow it the next day. Und ich wusste, dass es schon am nächsten Tag schief gehen würde. I mean, I had 12 years of experience knowing how this kid acted when he was too tired. Ich hatte ja schließlich 12 Jahre lang Erfahrung und wusste, wie dieses Kind reagiert, wenn es müde ist. I couldn't believe the next morning. Am nächsten Morgen konnte ich es kaum glauben. Kevin had set his alarm. Kevin hatte sich den Wecker gestellt, He made his bed. hat sein Bett gemacht, He got dressed. hat sich angezogen. He was at the breakfast table on time. Er war rechtzeitig am He had a Frühstückstisch. smile on his face. Er hat gelächelt. He even helped make the lunches for the family. Er hat sogar geholfen, das Mittagessen für die Familie vorzubereiten, das sie mitnehmen. This was not typical Kevin behavior. Das war überhaupt kein typisches Verhalten von Kevin. He was out waiting at the car for his dad to hat schon- take him to school. Er hat schon draußen am Auto gewartet, bis sein Vater ihn mitgenommen hat zur Schule. And I knew when he got home from school, he was going to be so tired, he was going to blow it. Und ich wusste, wenn er aus der Schule kommen würde, würde er so müde sein, dass er es alles vermasseln würde. He came in from the car when he got home Als er dann von der Schule kam, kam er hinein with a big smile on his und er hatte face. ein breites Lächeln auf dem Gesicht. He said, Mom, what do you want me to do for you today? Und er hat gesagt, Mama, was kann ich dir heute helfen? I gave him a couple things to do. Ich habe ihm einige Sachen zum Tun He gegeben. immediately sat down and also did his homework. Er hat sich dann auch sofort hingesetzt und seine Hausaufgaben gemacht. And at 6:15 that night, he fell asleep on the beanbag chair in the family room. Und um 5:45 an jenem Abend ist er im Wohnzimmer auf einem Sofa eingeschlafen. But he had made it through the first day. Aber er hatte den ersten Tag geschafft. Nothing helps children want to obey and be responsible than knowing that they can have freedom for their responsibility. Nichts hilft Kindern so sehr, gehorsam zu sein, als dass sie Freiheit bekommen für ihr verantwortliches Handeln. And if they're successful for one day, Und wenn sie einen Tag lang erfolgreich sind, it gives them this moral energy to be successful the next day. dann gibt ihnen das die moralische Energie, es auch am zweiten Tag zu And it schaffen. just grows for the next day. Und das geht wieder hinüber in den We nächsten need Tag. to encourage our children to be successful because it will help them in the next task they have to do. Und wir müssen unsere Kinder ermutigen, erfolgreich zu sein, weil ihnen das wieder für die nächsten And for- Aufgaben hilft, die sie zu tun haben. And for 7 days, Kevin kept the bargain. Und 7 Tage lang hat Kevin sich an den Deal gehalten. And I gave him full responsibility for choosing his bedtime.
Und ich habe ihm die Verantwortung ganz übertragen, zu entscheiden, wann er schlafen geht. There were times that I bit my tongue Es hat dann Zeiten gegeben, wo ich mir auf die Zunge gebissen habe, because he was staying up so late. weil er so lange aufgeblieben ist. But I didn't say anything. Aber ich habe nichts gesagt. And it wasn't long before he found surfing. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert und er hat mit dem Surfen begonnen. And he knew the best waves were at dawn. Und er wusste, die besten Wellen hat man bei Sonnenaufgang. So he began going to bed at 7 o'clock every night. Dann hat er angefangen, jeden Abend um 7 schlafen zu gehen. So if you're thinking you need a creative activity to get your kids to take responsibility, Wenn ihr also glaubt, ihr müsst eine kreative Art finden, damit eure Kinder auch Verantwortung übernehmen, fly the banner over your home. Freedom for responsibility. dann hängt zu Hause bei euch das Transparent auf Freiheit im Tausch für verantwortlich, Freiheit für Verantwortung. Because after all, that's what we want to do with our discipline. Denn das ist es ja, was wir mit unserer Erziehung und Korrektur erreichen wollen. We want to raise kids who take responsibility, Wir wollen Kinder erziehen, die Verantwortung übernehmen, who make good decisions. die gute Entscheidungen treffen. And when they're doing that, we can give them freedom. Und wenn sie das tun, dann können wir ihnen Freiheit geben. Oh, can I take one more quick example? One quick example. Ein kurzes Beispiel möchte ich euch noch geben. And that's the importance of prayer. Und das ist die Wichtigkeit des Gebets. And this example comes from a teacher who was teaching kindergarten. Dieses Beispiel kommt von einer Lehrerin, die Kinder im Kindergartenalter unterrichtet. She had a large class and she was teaching in an Adventist school. Sie hat in einer adventistischen Schule unterrichtet und hat eine ziemlich große Klasse. But one child was having a very difficult time getting along with the rest of the children. Und da war ein Kind, das sich sehr schwer damit getan hat, mit den anderen Kindern in der Klasse zurechtzukommen. He would get angry quickly. Der ist sehr schnell ärgerlich geworden And he would say words that weren't very kind. und hat dann unfreundliche Wörter gesagt. And sometimes he would push a child away. Manchmal hat er Kinder geschubst, And sometimes he would scream at another child. manchmal hat er andere Kinder angeschrien. And no matter what the teacher did, she didn't seem to be making any inroads on this personality of this kid. Und die Lehrerin konnte tun, was sie wollte. Sie schien überhaupt keinen Einfluss auf dieses Kind zu haben. The interesting thing, he was a non-Adventist child in the school. Das Interessante ist, dass es ein nicht-adventistisches Kind in dieser Schule war. He wasn't the only one, but he did not have a Christian background. Er war nicht der Einzige dort, aber er hatte keinen christlichen Hintergrund. And yet, she prayed with the children every single day. Und trotzdem hat sie jeden Tag mit den Kindern gebetet. One day, she got a creative idea. Und eines Tages hatte sie eine kreative Idee. And she went to his mother, Sie ist zu seiner Mutter gegangen, who was also pulling out her hair on the child's behavior. die sich auch schon die Haare gerauft hat, weil sich das Kind so verhalten hat immer. And she said, I have an idea that might help your son. Und sie hat ihr gesagt, ich habe eine Idee, die ihrem Sohn vielleicht hilft. If you could bring him to school 10 minutes early, Wenn sie ihn 10 Minuten früher in die Schule bringen könnten, I would like to have a chance to pray with him every single day before school. dann würde ich gerne jeden Morgen vor der Schule mit ihm gemeinsam beten. Because I believe if he can invite Jesus to help him keep the school rules, he will have the strength to do it. Denn ich glaube daran, dass wenn er Jesus einlädt in sein Leben und dass er ihm hilft, sich an die Schulregeln zu halten, dass er dann mehr Erfolg haben wird damit. The mother was willing. Die Mutter war dazu bereit. So every day the teacher began to pray just alone with that child. So hat die Lehrerin angefangen, jeden Tag allein mit diesem Kind zu beten, Inviting Jesus into his heart Jesus in sein Herz einzuladen to give him the strength to do what he knew he should do. und ihm die Kraft zu geben, das zu tun, was er tun sollte.
And they began to see an amazing difference in the child's behavior. Und sie haben angefangen, einen ganz erstaunlichen Unterschied im Verhalten des Kindes zu sehen. One day, the parent came to school. Und eines Tages kam dann die Mutter zur Schule And she said, I can't believe the change in my child at home. und hat gesagt, ich kann gar nicht glauben, wie sich mein Kind zu Hause verändert hat. He said, my child is saying to me, Mom, with Jesus in my heart, I can do what I should do. Mein Kind sagt mir zu Hause, Mama, mit Jesus in meinem Herzen kann ich tun, was ich tun sollte. All I can say is it's an amazing testimony that teacher has. Und das war natürlich ein ganz wunderbares Zeugnis, das diese Lehrerin geben And for konnte. all of us who want to do what is right Und für uns alle, die wir tun möchten, was richtig ist. and are very much like Paul, we don't do what we know we should do. Und die wir dem Paulus sehr ähnlich sind und oft das tun, was wir nicht tun sollten. We need to learn to just ask Jesus into our hearts, Wir müssen lernen, Jesus in unser Leben no einzuladen. matter our age, Ganz egal, wie alt wir sind. and he can give us the strength. Und er kann uns die Kraft geben. One more, just quick illustration. Noch eine ganz kurze Veranschaulichung. My daughter had a child who was scared to go into Sabbath school. Meine Tochter hat ein Kind gehabt, das sich gefürchtet hat, in die Sabbatschule zu gehen. Kristen cried and didn't want to go in all by herself. Kristin hat geweint und wollte einfach nicht alleine hineingehen. And mother said, Kristen, let's invite Jesus into your heart and he can sit right beside you. Und meine Tochter hat dann gesagt, Kristin, lass uns Jesus in dein Herz einladen. Er kann direkt neben dir sitzen. So they prayed and Sie haben Kristen went gebetet. into the Sabbath school room. Dann haben sie gebetet und Kristin ist in den Sabbatschulraum gegangen. After Sabbath school, Mom asked, how did it go? Und nach der Sabbatschule hat die Mama gefragt, na, wie war's? Oh, she said with a big smile on her face, Jesus helped me not be afraid. Und dann hat sie mit einem breiten Lächeln gesagt, ach, Jesus hat mir geholfen, dass ich mich nicht gefürchtet habe. We have a wonderful Savior Wir haben einen wunderbaren Heiland, who not only died for us, der nicht nur für uns gestorben ist, but can be in our hearts all the time sondern immer in unserem Herzen sein to kann help us be the people we really want to be. und uns helfen kann, so zu sein, wie wir wirklich sein wollen. The end. Aufstehen zum Gebet gebe ich euch noch ganz kurz ein paar Informationen. Nutzt die Zeit und die Gelegenheit, um aufzustehen und ein bisschen herumzugehen, damit ihr wieder Kraft habt für nachher. Es wird pünktlich um 11 wieder weitergehen und wer gestern das noch nicht mitgekriegt hat, ich werde nachher, nach dem nächsten Vortrag, wenn wir eine Frage-Antwort-Zeit noch eingebaut haben. Und während dieser Zeit und nachher wird es die Möglichkeit geben, euch dann erkenntlich zu zeigen. Also wer noch nichts eingesteckt hat, kann auch jetzt die Gelegenheit nutzen und sich noch was holen. Also nutzt die Gelegenheit, steht auf, bewegt euch und kommt wieder fit, pünktlich um 11 hierher. Und jetzt darf ich euch noch einladen, dass wir zum gemeinsamen Gebet aufstehen. Vater im Himmel, es ist so schön zu hören, dass du in unser Herz kommst und Angst vertreibst, Kraft gibst, die richtigen Dinge zu tun. Vielleicht haben wir selbst diese Erfahrung gemacht und machen sie immer noch. Hilf uns, dass wir diese Erfahrung für uns in Anspruch nehmen, dass wir selbst die Dinge, die wir alleine nicht schaffen, dir übergeben, dass wir auch die Dinge, die wir glauben, alleine zu schaffen, dass wir dir das alles übergeben und den Kindern auch darin ein Vorbild sein können. Dafür danken wir dir. Amen.